Helpers on the way. Montag, 23. November 2015. Das Wetter ist nasskalt. Wir sind unterwegs zur Balkanroute. Unterwegs, um Menschen auf der Flucht zu helfen. Wir, das sind HOW, Helpers on the Way, eine selbstorganisierte Gruppe von Freiwilligen aus Berlin, unterstützt von der Aktion Rostock hilft. Mit diesem Video wollen wir unsere Erfahrungen von der 6-tägigen Fahrt mit euch teilen. Es ist bereits unsere zweite Tour. Ein Videolink zu unserer ersten Fahrt, in dem auch erklärt wird, wie man eine solche Tour auf die Beine stellen kann, findet sich in der Videobeschreibung. Nach wochenlanger Planung geht es über Tschechien und die Slowakei und Ungarn nach Serbien. In den 2 Autos sitzen 5 Fahrer. In Berlin bilden derweil 2 weitere Helferinnen aus unserem Team ein Backoffice. Unsere 4 Ziele sind klar. Wir wollen konkrete Hilfe von Angesicht zu Angesicht leisten. Wir wollen Geld in Sachspenden umwandeln und verteilen, sowie Informationen sammeln und Kontakte knüpfen. Dafür fahren wir zuerst nach Belgrad. Hier wollen wir uns mit den lokalen Helferinnen vernetzen, um am besten den Bedarf im Land checken zu können. Nach der Übernachtung in einem Vorort helfen wir für einige Stunden im Belgrader Zentrum. Die Verteilstelle Miskaliste ist gut strukturiert und ausgestattet, an diesem Tag aber wenig frequentiert. Hier werden wir nicht benötigt. Über Facebook-Gruppen stellen wir deshalb den Kontakt nach Dimitrovgrad her. Bevor es aber an die serbisch-bulgarische Grenze geht, kaufen wir noch mit Abdul, einem Helfer vom Infopark in Belgrad, Schuhe. Er hilft uns dabei, mit dem chinesischen Händler zu verhandeln, sodass wir insgesamt 28 Paar hochwertige Winterschuhe und 14 Paar Socken nach einer Stunde 10 Rings für weit weniger als 500 € erstehen können. Außerdem besorgen wir noch 1000 Plastebecher, die die Helfer in Dimitrovgrad als Bedarf angegeben hatten. Nach der Fahrt durch die Nacht kommen wir kurz nach Mitternacht in Dimitrovgrad an. Hier erwartet uns die Etagenwohnung, die andere Helferinnen vor uns bereits schon angemietet hatten und in der nun im Schichtbetrieb geschlafen oder gearbeitet wird. Nach informellen Gesprächen, der Entladung einer größeren Spendenlieferung und der verdienten Nachtruhe geht es am nächsten Morgen zu dem selbstgezimmerten Stand außerhalb des Registrierungscamps, den die Helferinnen rund um die Uhr besetzen. Für die jungen Afghanen, die bis zu 4 Tage hier auf ihre Dokumente warten müssen, werden 2 große Suppen von uns gekocht, außerdem mehrere 100 Marmeladenbrote geschmiert und ein Teil der Schuhe und Socken sowie anderer Hilfsgüter ausgegeben. Hinzu kommen Beschaffungsfahrten, die einer von uns übernimmt. Wie später an unserer zweiten Hilfsstelle in Miratovac an der mazedonischen Grenze fehlt es auch hier vor allem an Kenntnissen und Materialien in der afghanischen Sprache Pashto und Dari. Auch das Ausgabekonzept vor Ort kann man noch optimieren. Es sind allerdings schon weitere Helfer im Anmarsch oder haben sich angekündigt, sodass auch hier wieder nicht unbedingt Bedarf für uns besteht und wir uns beschließen, eben nach Miratovac zu fahren, was hinter der mazedonischen Grenze liegt, als erster Ort in Serbien. Hier gelangen die Flüchtlinge, nachdem sie mit Zügen an die mazedonisch-serbische Grenze gefahren worden sind durch Mazedonien, müssen sie sich registrieren und über ein schlammiges Feld mit einem kleinen Fluss und einem Sumpfgebiet die Landgrenze überqueren. Dann gelangen sie in das Dorf nach Miratovac. Hier erwartet sie der Miratovac Meeting Point, ein wiederum selbstorganisierter Verbund von freien Helfern und der Ärzteorganisation Humedica, die ebenfalls aus Deutschland stammt, sowie der Organisation Solidarity, einer örtlichen Nachbarschaftshilfe, die sich nun auch um die Geflüchteten kümmert. Die Stimmung ist gut, obwohl eigentlich Schied an der Grenze zu Kroatien unser ursprüngliches Ziel gewesen war. Hier hatten wir uns eine Akkreditierung für eines der großen Lager besorgt, die sonst nur offiziellen Organisationen wie dem UNHCR oder dem Roten Kreuz vorbehalten sind. Allerdings wurde die Akkreditierungspolitik auf dem Weg dorthin kurzfristig geändert, sodass wir uns wieder erneut über Facebook reorganisieren müssen und letztendlich in Miratovac gelandet waren. Die Helferinnen vor Ort sind ein internationales Team. Es gibt Polen, Tschechen, Schweizerinnen und eben auch uns Deutsche, auf die nun die jungen Familien aus Syrien, dem Irak und Afghanistan treffen. Viele von ihnen sind erschöpft und unterkühlt von dem langen Weg durch das morastige Gelände. Miratovac ist für sie allerdings nur eine Durchgangsstation.
Ein Bus fährt sie von hier aus in den Nachbarort Preševo, wo das erste serbische Registrierungscamp auf sie wartet. Auch diesen Ort haben wir besucht und uns die Zustände angeguckt. Nach ihrem gut einstündigen Marsch empfangen wir die Geflüchteten in Miratovac mit heißem Tee, gekochten Eiern, Bananen, weiterem Essen, Kleidung und ärztlicher Versorgung. Gerade die jungen Kinder, die kleinsten der Reisenden, brauchen unsere Hilfe und werden in der Ausgabestelle aufgewärmt und beruhigt. Es gibt Fälle von Krätze, Schuss- und Bombenverletzungen müssen versorgt werden. Leute mit Herzkrankheiten sind unterwegs. Sie finden bei uns Ruhe. Außerdem informieren wir sie über ihre weiteren Reisemöglichkeiten, unterhalten uns generell mit ihnen, hören uns ihre Geschichten an und teilen manche Zigarette mit ihnen. An den 2 Tagen, die wir insgesamt in Miratovac bleiben werden, bringen wir uns sofort in das örtliche System ein, das wir am nächsten Tag dann auch mitkonzipieren und so die Ausgabestelle erneut verbessern können. Die Kleiderspenden stammen hauptsächlich aus dem Lager von Humedica und von anderen Organisationen. Auch geben wir unsere Schuhe, die wir in Belgrad gekauft hatten und zur Hälfte schon in Dimitrovgrad verteilt hatten, hier aus. Immer wieder gibt es neue frische Socken, überzogen mit Plastiktüten, sodass man wieder trockene Füße bekommt und die Weiterreise antreten kann. Wie auch in Dimitrovgrad hat sich die örtliche Bevölkerung mit den Geflüchteten arrangiert. Die Arbeitslosigkeit in dieser Region, die eigentlich von den Albanern als Teil Kosovos angesehen wird und von den Serben natürlich als Teil Serbiens, ist ziemlich hoch. Viele der Menschen arbeiten nun als Taxifahrer, die noch bevor wir überhaupt in Kontakt mit den Geflüchteten kommen, diese überreden, bei ihnen einzusteigen und für 5 € nach Preševo zu fahren, anstatt den 400 Meter weiter fahrenden kostenlosen Bus zu nehmen. Gleichzeitig stellen sich aber auch Schulkinder ganz normal neben die Wartenden am Morgen, um mit dem Schulbus zur Schule nach Preševo zu fahren. Es ist ein Nebenher. Durch unsere Arbeit können wir an den 2 Tagen zusammen mit den anderen über mehrere hundert Menschen versorgen, ihnen helfen und vor allen Dingen auch Momente der Ruhe geben. Ganz besonders merkt man das eben bei den Familien. Wenn man den Eltern die Kinder abnimmt, die Kinder wiederum auch mal ein anderes Gesicht sehen als das der Eltern und die Eltern für einen Moment sich nicht um die Kinder kümmern müssen. Außerdem ist es eine Abwechslung für alle Geflüchteten, auch mal Menschen zu erleben, die ihnen mit offenen Armen entgegenkommen und nicht wie Polizisten sie einfach von einem Ort zum nächsten scheuchen. Das Feedback von den anderen Helferinnen und auch von den Ärzten von Humedica für unsere Arbeit ist sehr positiv. Für unsere nächsten Touren gibt uns das Mut und weitere Bekräftigung. Die Ärzte vor Ort von Humedica leisten gute, sehr professionelle Arbeit und können den Geflüchteten oft in sehr kurzer Zeit weiterhelfen. Dabei ist vieles improvisiert, wie man hier sehen kann. Eine Wasserflasche wird zur Wärmflasche umfunktioniert. Auch wenn sich die Aufmerksamkeit der internationalen Presse meistens auf Orte wie Griechenland oder die Türkei richtet, werden auch in den anderen Ländern der Balkanroute dringend Helfer gebraucht. Hier wollen wir auch beim nächsten Mal wieder anknüpfen. So geht es also mit einer guten Bilanz und einer ruhigen Übernachtung in Vranje, weiter nördlich in Serbien, dann letztendlich am Samstag zurück nach Berlin. Zurück in Deutschland sind wir immer noch in Kontakt mit allen Kräften von vor Ort, helfen ihnen weiterhin von hier, organisieren ihnen Kontakte oder Informationen und lassen uns von ihnen tagtäglich updaten. Was uns ebenfalls positiv stimmt, ist, dass durch unseren besonnenen Einsatz von Spendengeldern nun für die Folgetouren noch mehr Ressourcen als bislang angedacht zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig wissen wir, dass wir auch beim nächsten Mal in Serbien sehr wahrscheinlich wieder gebraucht werden. Deshalb fahren wir auch wieder hin. Wer uns dabei unterstützen möchte oder generell weitere Informationen haben will zum Thema Serbien, zum Thema Balkanroute und den Flüchtlingen dort vor Ort, findet nachfolgend unseren Spendenkontakt und weitere Informationen. Nanya Pram